Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Warum ihr euch einen Bergsteiger-Rucksack angucken müsst, auch wenn ihr keine Bergsteiger seid, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Wir haben heute für euch von Mystery Ranch den Tower 47, ein Bergsteiger-Rucksack, den wir euch natürlich auch unter diesem Aspekt vorstellen wollen. Aber unserer Meinung nach ist dieser Rucksack auch prädestiniert als Reiserucksack, als EDC-Rucksack. Vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, wenn ihr unterwegs seid und eine Organisation für eure Ausrüstung oder Bekleidung haben wollt, zum Beispiel im Hotel oder wo auch immer ihr organisiert sein wollt. Wir steigen wie immer zuerst ein mit Mystery Ranch und den Spezifikationen für den Tower 47. Der Name verrät es bereits. Der Rucksack hat ein Volumen von 47 Litern. Wir haben hier eine Gesamthöhe von 61 cm, eine Breite von 36 cm und eine Tiefe von 28 cm. Der Rucksack hat ein Leergewicht von 2 Kilo. Das ist relativ viel für die Größe. Das liegt zum einen daran, dass man hier ein stabiles Tragesystem untergebracht hat. Zum anderen aber auch hat man hier im Vergleich zu vielen anderen neuen modernen Rucksäcken von Mystery Ranch sich wieder dazu entschieden, 1000 Dekodura zu verwenden. Warum 1000 Dekodura? Sollte eigentlich auf der Hand liegen, gerade im Bergbereich. Man hat viele scharfkantige Felsen und möchte da vielleicht einen Rucksack haben, der doch etwas stabiler ist als 500 D. Also jetzt nichts für kleine, leichte Berghikes, sondern wirklich hier für Serious Mountain Shit oder aber auch natürlich für eure Reisen, damit die Sachen immer gut verstaut sind. Bevor wir uns die Features angucken, schauen wir uns einmal das Tragesystem an. Das sollte jedem bekannt sein, der Mystery Ranch kennt. Und da wird sich jetzt auch einer freuen, oder 2, 3 vielleicht sogar, die immer öfters mal in den Kommentaren was schreiben. Bei Mystery Ranch hat man ja oftmals dieses offenporige Mesh-Polster hier in den Schultern- und Rückenbereich, was für die Ventilation natürlich ganz gut ist, aber richtige Dreckfresser sind. Hier ist das alles aus einem schönen glatten Material, das heißt, man hat hier definitiv keine Probleme mit Dreck. Die Schulterträger sind anatomisch geformt. Ihr habt hier jeweils im oberen Bereich Schlaufen und im mittleren Bereich Schlaufen, wo ihr Kabel, Schnüre, Karabiner einhängen könnt, führen könnt, was auch immer ihr euch vorstellt. Ihr habt Lastenkontrollriemen im oberen Bereich und ihr habt im Brustbereich natürlich auch einen Brustgurt, der sich in 3 Stufen verstellen lässt. Dazu ist hier Daisy Chain vernäht und man hat in diesen Sektoren dann immer die Möglichkeit, den Brustgurt so weit zu schieben. Ansonsten muss man es aushängen und in einen der anderen beiden Sektoren verschieben. Die Verstellung der Schultergurte erfolgt hier mit einer Leiterschnalle und zu guter Letzt habt ihr noch am Brustgurt eine kleine Pfeife für den Notfall. Das eigentliche Tragesystem ist eng anliegend am Körper. Das heißt, man hat hier relativ wenig Ventilation, auch keine Lüftungskanäle, sondern das liegt tatsächlich direkt an. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, wenn man im Berg unterwegs ist, möglichst nah am Körper die ganze Geschichte haben will. Aber einfach, dass ihr es mal gehört habt. Für die Größenverstellung ist hier das patentierte Mystery Ranch System verwendet worden. Das heißt, ihr habt hier im oberen Bereich eine kleine Tasche und da ist ein Framesheet drin. Das kann sich auch hervorragend eignen als Notschaufel. Und dieses System dient zum einen dafür, dass es hier schon mal ein bisschen Stabilität im Rücken gibt. Und zum anderen ist es einfach auch als Kletttrenner gedacht. Denn ich kann das dann aus dieser Tasche herausnehmen, in den Bereich dahinter schieben. Und damit dann den Klett durchtrennen, der hier das eigentliche System hält. Und dann bin ich in der Lage, den Rucksack ganz individuell auf meine Größe einzustellen. Wenn ich die richtige Größe erreicht habe, ziehe ich das einfach wieder raus, drücke hier den Klett an und dann packe ich das Ganze wieder oben in die Schaufeltasche. Fertig ist der Lack. Der Beckengurt ist für einen Bergrucksack genau richtig gewählt worden, unserer Meinung nach. Also die richtige Breite, die richtige Dicke, ungefähr 1 Zentimeter dickes Padding. Das ist auch bei den Schultergurten so. Und hier hat man kleine Flügel, die am Rucksack sind, die dann verbunden werden mit dem gepolsterten Bereich, der sich auch komplett entnehmen lässt. Das heißt, die kleinen Flügel mit dem
Gurt habt ihr immer. Das heißt, wenn ihr den Rucksack zum Beispiel bei leichter Ladung ohne einen Beckengurt nutzen wollt und nur einen Bauchgurt zur Fixierung nutzen wollt, könntet ihr hier den Gurt komplett entnehmen. Der ist hier nur eingeklettet im unteren Bereich. Und dann könnt ihr den Gurt hier nutzen, um damit dann euren Rucksack noch am Bauch zu fixieren. Schön gelöst. Zum einen natürlich beim Mystery Ranch hier die Geschichte, dass das Gurtband, das Überschüssige, aufgerollt und mit Klett verstaut werden kann. Und zum anderen, so hätten wir das gerne bei jedem Rucksack, der einen Beckengurt hat, Pull-Forward-Design. Ihr habt immer die Möglichkeit, wenn der Beckengurt geschlossen wird, dann das Ganze hier mit dem Pull-Forward-Design nach vorne zu ziehen, um dann das Ganze eng an den Körper zu ziehen. Das war das Tragegestell. Dann schauen wir uns mal die Features an. Die Front ist slick, das heißt, hier ist nichts, wo man großartig hängen bleiben kann. Ihr habt 2 Reihen Daisy Chain in der Vertikalen. Die Daisy Chain ist etwas breiter, als man das sonst von Mystery Ranch kennt, nämlich 1 cm, also 10 mm in der Breite. Und da könntet ihr natürlich einmal mit Bungee Cord arbeiten, um eine Jacke zu befestigen. Ihr könnt Karabiner befestigen. Das wäre alles möglich. Was uns jetzt hier als Kritikpunkt auffällt, ist, denn es ist ja als Bergrucksack angeworben worden, dass ihr hier eigentlich keine Möglichkeit habt, mal euren Eispickel oder sowas unterzubringen oder auch Trekkingstöcke. Es gibt hier keine Schuhe, Laschen, wie man sie auch bei vielen anderen Rucksäcken oft findet. Natürlich könnte man jetzt hergehen und den Eispickel hier befestigen und oben mit einem Bungee fixieren. Das würde gehen, aber nichtsdestotrotz, wir wollen einfach darauf hinweisen, außer der Daisy Chain ist hier vorne keine Möglichkeit vorhanden, um das Ganze hier nochmal anderweitig zu nutzen. Für die Kompression habt ihr auf jeder Seite 2 Kompressionsriemen, die hier vorne eingehakt werden mit G-Hooks aus Metall. Die können dann hier auch komplett entnommen werden, wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel keinen Kompressionsriemen, der ist in sich selbst geschlauft. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze einmal zu lösen, indem ihr die Schlaufe aufdröselt. Dann müsst ihr natürlich hier noch das Gurtband, was hier auch wieder schön mit Klett versorgt ist, mal aufdrehen. Und dann könnt ihr das hier durchschieben und damit die Schlaufe lösen. Und dann kommen hier die typischen Mystery Ranch Laschen zum Vorschein, die dann für die Kompressionsriemen genutzt werden können. Natürlich auch für alles andere, wofür Schlaufen brauchbar sind. Ja, diese 4 umlaufenden bzw. halb umlaufenden Kompressionsriemen habt ihr. Und dann habt ihr hier auf der einen Seite noch eine Außentasche und die ist tatsächlich schön gelöst, denn es ist eigentlich keine Außentasche, sondern es ist eine Tasche, die von außen und von innen zugänglich ist. Es ist ein und dieselbe Tasche und das hilft natürlich unwahrscheinlich, wenn ihr Inhalt zugreifen wollt, der zwar innen verstaut ist, aber ihr von außen dran wollt. Ihr seht schon, die G-Hooks wollen manchmal nicht so, wie ich das will. Da hätte ich mir vielleicht auch einen Fastex-Verschluss gewünscht, aber das wäre natürlich auch überhaupt kein Problem, das mit einem Fastex-Verschluss noch auszutauschen, wenn ihr sagt, die G-Hooks sind mir zu kompliziert. Die haben nämlich im Vergleich zu einem regulären G-Hook, und das ist wiederum gut, wer die normalen G-Hooks kennt, die haben ja nur diesen Haken und die rutschen relativ schnell auch mal aus einer Lasche raus, wenn die nicht ordentlich festgezurrt sind. Und hier ist nochmal eine kleine Nase, kann man hier sehen, und die verhindert das Rausrutschen. Fluch und Segen zugleich. Für schnelles Öffnen nicht geeignet, aber damit es da in Position bleibt, perfekt. Bei den Zippern, nochmal bevor wir ins Fach gehen, von Mystery Ranch ist bei den neuen Rucksäcken überall hier nochmal eine Haltelasche mit dabei, die A genutzt werden kann, um Karabiner einzuhängen oder ähnliche Gegenstände, aber die eigentlich dafür gedacht ist, als Haltepunkt zu dienen, wenn ihr den Reißverschluss bedient. Das heißt, ihr haltet hier fest, dann könnt ihr hier aufzippen und genauso in der anderen Richtung beim Zuzippen. Ja, dieses Fach hier, wie gesagt, ist ein Fach, was 2 Reißverschlüsse hat. Einmal von außen und dann nochmal von innen. Das zeigen wir euch dann gleich, wenn wir in den Innenbereich gehen. Merkt euch diese Tasche, die werdet ihr gleich wiedersehen. So, packen wir das einmal schnell rein. Dazu habe ich ja die Lasche. Warum halte ich den Rucksack woanders fest? So, ein weiteres Staufach ist hier im Top des Rucksacks verborgen. Auch das wird nochmal zusätzlich mit einem G-Hook gesichert.
und ist dann hier oben zugänglich, hat auch wieder die Laschen für den Reißverschluss. Das ist ideal, um mal noch eine Trinkflasche unterzubringen, die Stirnlampe oder auch ein Navigationssystem. Was uns hier als einziger Kritikpunkt noch auffällt, ist, wenn das tatsächlich für den Berggebrauch ist, hätten wir uns hier noch irgendwelche Fixpunkte in der Tasche gewünscht, um Ausrüstung fixieren zu können, damit das eben dann nicht einfach verloren geht. Der Rucksack hat hier weiterhin 3 Tragegriffe, also er lässt sich wie ein Rucksack oder wie ein Seesack tragen. Der eine ist hier vorne und die anderen beiden sind hier an der Seite. Dann kann ich den Rucksack dann so wie eine Tasche auch tragen. Das eigentliche Hauptfach ist zugänglich von 2 Positionen, nämlich einmal von oben und einmal über eine U-förmige Front. Der Top-Zugang ist hier oben zu finden, logischerweise. Das heißt, hier kann ich den Rucksack ganz regulär wie einen Rucksack öffnen. Also kein Trizip, wie man das bei Misty Ranch vermutet, sondern reguläre Deckelklappe, um den Inhalt des Rucksacks von oben zuzugreifen. Uns interessiert aber der große Zugriff, denn wie ich euch bereits gesagt habe, das wäre jetzt hier die Besonderheit, warum der Rucksack nicht nur für das Bergsteigen toll ist, sondern vielleicht auch für euren nächsten Ausflug. Ihr öffnet hier einmal das U und dann könnt ihr den Rucksack komplett ausklappen. Hier habe ich jetzt einmal zum Füllen 2 lose Gegenstände reingelegt, aber das wäre dann die Rückenseite. Sage ich gleich was zur Organisation. Und das wäre die geöffnete Klappenseite. Und da seht ihr jetzt auch schon, warum hier 2 Griffe dran sind. Das macht nämlich durchaus Sinn. Man kann nämlich das Ganze wie einen Koffer aufhängen, beziehungsweise wie einen Kleiderbügel aufhängen und hat dann alles organisiert und im direkten Zugriff. Das ist echt eine tolle Sache, wenn ihr sagt, ihr wollt euer Zeug ein bisschen organisieren und alles auf einen Blick im Zugriff haben. Na, ähnlich wie auch so ein Medic-Rucksack. Gucken wir uns erstmal die Flappenseite an. Hier habt ihr 3 Taschen, eine geschlossene Tasche und 2 Mesh-Taschen. Die Taschen sind nicht, wie man das bei anderen Rucksäcken kennt, von den Organisationstaschen relativ flach, also für flache Gegenstände, sondern das sind wirklich dreidimensionale Gegenstände. Wir haben das hier auch dementsprechend mal so gepackt. Von der Tiefe her, dass ihr das sehen könnt, habt ihr locker Platz, um Gegenstände mit bis zu 10 cm unterzubringen. Also da hat man schon mal jede Menge Stauraum. Die beiden oberen Taschen haben den Reißverschluss auf der Oberseite. Die unterste Tasche hat ihn auf der Unterseite. Und das ist auch genau die ihr von außen im Zugang habt. Und da wäre jetzt das Witzige, dass der Reißverschluss, der hier auf der Außenseite oben ist, ist dann hier auf der Innenseite unten. Und hier ist sie wieder, unsere Packtasche, die wir von draußen gehabt haben. Und das ist quasi die Front. Hier habt ihr jetzt die Rückenwand des Rucksacks. Die ist auch nochmal verstärkt durch das Tragesystem. Zeige ich euch gleich den Innenraum. Hier hat man so ein typisches Bergsteiger-Gimmick, nämlich diese Haken, wo ich dann Karabiner und ähnliches einhängen kann. Die hängen hier oben lose runter. Da kann ich mein ganzes Equipment dranhängen. Direkt darunter ist wieder eine Mesh-Tasche, die ist allerdings oben offen mit einem Zugband, um Gegenstände für einen schnellen Zugriff zu verstauen, kein Reißverschluss. Und darunter ist nochmal eine geschlossene Tasche. Auch die ist wieder dreidimensional und bietet euch auch Platz für wirklich tiefe Gegenstände, die ihr dann unten nochmal verstauen könnt. Schauen wir uns ganz zum Schluss nochmal das Frame an. Da hat man hier oben den Zipper, denn wer möchte, kann dieses Frame auch komplett entnehmen, um noch mal ein bisschen Gewicht zu sparen. Das ist eine geschlossenporige Schaumstoffplatte. Und darauf sind verbaut Fiberglasstäbe, auch nochmal um Gewicht zu sparen. Also tatsächlich kann man das entnehmen, hat dann aber nicht viel Gewichtsersparnis, dafür dann aber einen etwas weniger ausgesteiften Rucksack, wobei das Mystery Ranch Frame hier schon auch sein Übriges tut, um eine gute Lastenübertragung auf die Hüfte zu gewährleisten. Aber wer möchte, wie gesagt, die Option wäre da, um hier das Ganze zu entnehmen.
eine dedizierte Trinkblasenvorrichtung gibt es hier in dem Pack nicht. Das heißt, wenn ihr eine Trinkblase nutzen wollt, könnt ihr die hier irgendwo einhängen. Die würde dann lose baumeln und ihr müsst das Deckelfach ein kleines Stück offen stehen lassen. Also es gibt auch keine Durchlässe für den Trinkschlauch. Kommen wir zum Fazit. Ich bin persönlich kein Bergsteiger und kann deswegen auch nicht beurteilen, ob das ein super Bergsteiger-Rucksack vom Aufbau wäre. Mir persönlich würde tatsächlich der Scree als Bergsteiger-Rucksack eher zusagen. Die haben wir euch schon vorgestellt. Da könnt ihr mal hinten am Ende dieses Videos schauen. Da packen wir euch in die Videoempfehlungen für die weiteren Videos. Aber wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, als Reiserucksack, als Organisationsrucksack finde ich den hier Weltklasse. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der Mystery Ranch Tower 47 gibt es wie alle anderen Mystery Ranch Rucksäcke, die wir euch bereits vorstellen oder vorstellen werden bei Rig & Company. Und hier unten ist der Link eingeblendet. Was sagt ihr zum Tower 47? Wäre der was? Seid ihr vielleicht Bergsteiger und wäre das ein Rucksack, den ihr dafür nehmen würdet? Oder wäre das für euch tatsächlich auch ein Rucksack, der für den EDC-Gebrauch, für den Reisegebrauch super geeignet ist? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Schaut auch gerne in unserem Blog, da gibt es immer die neuesten Neuigkeiten sowie Informationen, wann die nächsten Live-Questions und Answers sind und natürlich auch, wann der nächste Podcast ansteht. Bis dann, macht's gut, bye bye.